Hallo ihr lieben Wagen, wir schauen ein bisschen in euren neuen Monat, mit was kann ich euch inspirieren. Wow, ihr habt hier schon die Fülle und unterm Deck habt ihr den Stillstand. Es ist ja wahrscheinlich so, dass ihr aus einer Zeit rausgeht, wo sich nichts bewegt hat oder wo sehr vieles nicht vorangegangen ist. Möglicherweise hat etwas keinen Fortschritt genommen oder war nicht im Fluss. Etwas, was so starr oder unbelebt und unbewegt auch ist. Und das ist hier im Prinzip ein guter Grund, auch mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Mal genauer zu gucken, wo bin ich und wo möchte ich sein. Und es geht hier darum, in kleinen Schritten Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und es ist wirklich so, steckst du im Sumpf fest, ist es natürlich Blödsinn, mit den Beinen zu strampeln, weil du dich dann immer mehr rein verhuddelst sozusagen. Und hier ist so Befreiung Stück für Stück in Richtung Fülle. Da erblüht wieder einiges, man öffnet sich, man wird wieder aktiver. Es ist ein Gedeihen, was einsetzt. Es sind viele Möglichkeiten, die kommen. Aber hier darf man dann auch, wenn sich das lichtet, schon wieder aktiv werden, in gute Gelegenheiten investieren, wieder etwas von Herzen geben, um auch zurückzuempfangen. Großzügigkeit spielt ja eine Rolle, vielleicht auch mit euch selbst, ne? Also so dieses großzügig zu sich selbst zu sein. Schauen wir ein bisschen weiter. Es geht hier um eure Häuslichkeit, um die Umgebung, um die Family, um ein gutes Fundament. Der eine oder andere hat vielleicht hier auch tatsächlich den Wunsch nach einer neuen Wohnung, einer Immobilie, die er kauft, etwas verändern im häuslichen Bereich. Ja, hier haben wir, dass ihr euch irgendwo befreien wollt, ne? Auf der bewussten Ebene weiß man, dass man irgendwo einen Schnitt hinmacht oder möglicherweise kommt man hier auch sehr schnell aus dem Stillstand raus, etwas kommt schnell in Bewegung. Aber ich habe auf der bewussten Ebene schon auch den Wunsch nach rascher Auflösung oder dass endlich mal was passiert. Gleichzeitig möchte man hier vielleicht auch tatsächlich die Ernte einfahren und überlegt, wie kann es gehen. Ja, hier ist sehr viel Verträge, Vertraglichkeiten, Verbindungen, Verbundenheit, Dinge, die aus dem partnerschaftlichen Bereich im Unterbewusstsein rumoren. Aber ich habe auch Vertragswechsel auf jeden Fall oder rasche Wenden aus einem Kreislauf raus. Es kann hier in der vergangenen Zeit, in der kürzeren vergangenen Zeit, um etliche Verstrickungen gegangen sein. Vielleicht hat da auch schon Häutung stattgefunden. Andererseits habt ihr vielleicht auch Mutterthemen, die ihr hinter euch lassen könnt oder auch Situationen, wo das Elternumfeld sich verändert oder wo ihr sehr viel gebraucht wurdet. Es ist irgendwie eine Situation, wo ihr in der Vergangenheit auch schon ein bisschen, ich würde mal sagen, einen Weg gesucht habt, der gerader ist und dadurch auch schon ein bisschen genesende Energie mit reingekriegt habt. Möglicherweise habt ihr euch mit Konkurrenz auseinandergesetzt oder mit starken Emotionen, die hier auf der weiblichen DNA sind. Ich habe für die nähere Zeit für euch sehr das Emotionale, ne? Also das emotionale Verbundensein mit etwas. Das kann jetzt hier speziell ein bestimmter Ort sein, eine bestimmte Person, aber auch, dass ihr sehr viele Emotionen, die mit Wut, Enttäuschung und sowas alles ausgeglichener oder in die Genesung bringen könnt.
Eure Emotionen sprechen sehr viel mit euch. Vielleicht auch die Schattenthemen. Ihr habt die Kommunikation in eurem eigenen Haus. Hier geht es vielleicht auch nochmal darum, dass ihr euch austauscht, dass ihr Gespräche führt, wo eure Emotionen nach außen getragen werden, dass ihr Frieden schließt mit einer Situation, dass ihr sie stabilisieren könnt. Es geht hier an alle Themen, wo, wir haben ja hier den Stillstand, ne? Und der Baum ist für mich auch das Langwierige, das, was ewig braucht, das, was vielleicht schon auch Wurzeln gezogen hat, die sehr tief sind, in einem sitzen. Möglicherweise ist es hier auch so, dass, wie soll ich das nennen, dass ihr grübelt, dass ihr drüber nachdenkt, dass ihr abends nicht schlafen könnt oder nicht zur Ruhe kommt. Hier ist es halt so, ne? Möglicherweise soll hier etwas nach außen transportiert werden, damit ihr wieder mehr Wachstum kriegt oder mehr Erdung, damit ihr langfristige Prozesse wieder anstreben könnt, bei denen ihr euch getragen fühlt. Ich habe so ein bisschen dieses Ding, dass ihr vielleicht denkt, ich halte etwas zurück, um dass es keine Konflikte gibt, oder ich komme nicht über meine emotionale Begrenzungen drüber, oder ich behalte lieber die Dinge für mich. Andererseits ist es halt so, dass man hier auch eine Grenze überwinden könnte, auch emotional an die Fülle kommen. Unabhängigkeit ist hier ein großes Wort. Der eine oder andere hat sogar vielleicht Themen mit Ämtern oder Behörden, die zu entscheiden sind, oder möchte seine Selbstständigkeit auf einen anderen Weg bringen und muss sich da emotional klären. Andere haben vielleicht sogar häusliche, vertragliche Veränderungen, Auftraggeber, neue Wege in ihrem Leben, die aber auch mit Entscheidungen zu tun haben. Und man sieht hier unterm Deck, dass euch neue Türen aufgehen und ein Geschenk, das mit Sicherheit kommt. Also hier geht es durch emotionales Klären in eine andere Richtung, die euch sehr dienlich ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es aus dieser Zeit, wo ihr Stillstand erlebt habt oder wo wirklich etwas tief im Morast versunken ist, das kann ja auch eine Emotion sein, dass es da Wege raus gibt, die sehr viel schneller kommen, als ihr denkt. Also das ist so von 0 auf 100 kommt die Möglichkeit. Und es ist so, dass man vielleicht auch sich neue Türen öffnet, um emotional ausgeglichener zu sein oder mehr an der emotionalen Fülle dran. Das Überwinden von einem Verlust, einer Verletzung. Hier ist die weibliche Seite angezeigt. Das empfangende Prinzip. Vielleicht auch abschließen mit der Vergangenheit. Ihr habt das Eisenkraut bekommen. Hier erfüllen sich Seelenwünsche. Ihr dürft ja auch daran arbeiten, dass ihr euch vorstellt oder Visionen drüber habt. Wie sehen denn meine Seelenwünsche an sich aus? Was bringt mir Fülle? Und unterm Deck habt ihr noch die Eiche. Und die Eiche ist sehr erdend, ne? Die gibt Kraft, die vereint die männliche und die weibliche Energie. Die entzündet wieder das Feuer im Herz und da geht man wieder so mit voller Kraft voran in das, was man sich auch manifestieren will im Leben. So, was kann ich euch noch mitgeben? Guckt mal, ihr Lieben. Hier kommt viele finanzielle Erleichterung für euch und unterm Deck haben wir noch Besuche einen Kraftort. Das könnte zum Beispiel die Wiese oder die Eiche sein. Man sieht Wald, Wiese, Natur.
Und hiermit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Hier ist die finanzielle Erleichterung, hier die Fülle, hier die neuen Türen, die aufgehen, die ein Geschenk mitbringen. Eine wunderschöne Energie für euch. Ich drücke euch bis bald.